Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zum neuen Video auf diesem Kanal. Ihr könnt gerne mal ein Like da lassen, vielleicht ein Abo und endlich kommen wir mal wieder zu einem Longterm-Video. Und heute habe ich auch mal den Benny dabei. Moin! Bekannt aus Funk und Fernsehen. Hast du mich schon mal im Radio gesehen wahrscheinlich, ne? Genau. Viele von euch kennen vielleicht auch er ist mittlerweile sehr stark auf Instagram und noch auf TikTok mit Shorts, aber er macht auch Longterm-Videos, wie ihr hier seht, Voll ausgestattet heute. mit seiner Kamera. Da haben wir uns auch damals kennengelernt bei YouTube Shorts und heute machen wir hier zusammen, den ersten Teil gibt es auch bei ihm, ich glaube sein Video kommt vorher, eine Foodtour hier am Kotti. Kreuzberg 36, hier ist das Leben, ihr könnt sehen. Also mein Favorite Döner ist hier Hasir. Da habe ich aber schon mal gesondert ein Video gemacht und der Benny hat heute, das gibt es am Ende, zeigt uns einen Döner. Wie heißt der? Ich weiß nicht, ob ich schon verraten soll. Okay, dann bleibt mal dran. Es soll ein sehr, sehr guter Döner sein, auch hier gleich Sehr im Kotti. unscheinbar, Sehr aber unscheinbar. super gutes Japrak-Fleisch. Also Okay, ich bin gespannt, wir schauen mal. Und genau, schreibt mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr mehr Bock auf Videos zusammen, dass wir mal durch Schöneberg laufen, durch Friedrichshain, Kreuzberg, alles mögliche. Richtig. Ich würde sagen, viel Spaß. Ja. ja. Und zu zweit isst sich auch immer ein bisschen mehr weg, finde ich, ne? Als so alleine. So. Genau, ich finde es auch zu zweit besser, also immer allein da irgendwie rumzulaufen. Und als erstes geht's mal, ich war auch selber noch nicht dort, geht's zu Orient-Eck. Da gibt es eher so Döner-Teller, das gleich hier vorne. Ich war selber auch noch nicht dort. Ja, ich bin mal gespannt, weil viele haben auch immer in die Kommentare geschrieben, komm, bitte geh mal zu Orient-Eck. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Das ist auch sehr gehypt, der Laden übrigens. Sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Mac and Schnitzel. Wirklich gut. Warst du auch schon mal? Ja, ist echt nice. Also ich fand es wirklich, wirklich geil. Das ist halt so das richtige Soul Food, Okay. wo du so eine fette Bowl hast, so keine Ahnung, zum kalten Wetter jetzt vor allem. Mega lecker. Okay, ich bin mal gespannt. Ja, Benny, hier ist das Orient-Eck. Okay. Genau. Genau, hier könnt ihr sehen, hier ist auch schon der Spieß und dann lasst uns mal reinschauen. So, Benny, erklär doch nochmal ganz kurz, also die spezialisieren sich ja hier auf Spezieteller. Ja? Ich jetzt als Dazugezogener hier in Berlin, was sind Spezieteller? Also ich glaube, ich habe bisher nur einmal oder so in meinem Leben einen Spezieteller gegessen und soweit ich mich erinnern kann, war das auch vom Bild, dass es geschichtet ist, also praktisch wie ein Döner-Teller, auch nur eben verschieden geschichtet. Also du hast Salat, Fleisch, dann nochmal einen anderen Salat, dann nochmal Fleisch und oben dann Soße, einmal so rum. Genau, und das ist es im Prinzip. Also es ist eigentlich genau das Gleiche, nur vom Esserlebnis soll es ein bisschen anders sein. Und soweit ich weiß, ist es halt so ein klassisches Ding hier in Berlin, genauso wie auch der Hackspieß ja auch so ein klassisches Ding in Berlin eigentlich ist. Genau, und ich habe es ja auch bei dir schon mal gesagt, ich mag eigentlich, also wenn zu viel Soßen drauf sind, ist eigentlich nicht so meins, ja. In der Türkei ist meins ja auch so, okay, da hat man ja wirklich so, also bei Premium-Fleisch, umso besseres Fleisch ist, umso weniger Soßen. Also mal. Haut rein, also man schmeckt auf jeden Fall die Soßen raus, also ich feiere sehr die scharfe Soße, muss ich sagen. Genau, Fleisch, einfach ganz normal schlichtes Hackfleischspieß. Ist schon geil. Also du musst Soßen mögen, ganz klar, weil es ist halt einfach sehr soßenlastig, weil du hast zum Beispiel unten Pommes und dann auch Mayo noch drauf. Dazu Fleisch, Salat und halt alle drei Soßen rundherum. Ist sehr soßenlastig. Ich persönlich liebe Soßen einfach so sehr. Immer wenn ich einen Döner bestelle ich den auch immer mit extra Soße, weil ich dieses juicy, saftige, so sapschige schon fast mag. Deswegen finde ich den ganz geil. Es ist aber halt am Ende nichts Besonderes in dem Sinne. Ja, also es ist jetzt keine krasse Weltneuerfindung, um es so zu sagen. Aber es ist halt bekannt für Berlin. Ja, und ich finde, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Und ist trotzdem super lecker. Also es ist das, was man denkt, was einen erwartet. Und man bekommt genau das. So, es ist trotzdem geil. Seht ihr so, Leute, Geschmäcker sind halt wirklich unterschiedlich. Zum Beispiel der Benny, der feiert sehr Soßen. Mir ist es ein bisschen zu sehr soßenlastig, um ehrlich zu sein. Trotzdem ist es sehr cool für Leute, die jetzt extrem viele Soßen mögen und Mayonnaise, alles gemischt zusammen auf diesen Spezieteller oder Döner-Teller. Dann seid ihr genau hier richtig, sag ich mal. Und vor allem für den Preis. Normalerweise sind die Döner-Teller auch schon locker bei 10 Euro, sag ich mal. Also für 8,50 ist das top Preis. Da kann man nicht sagen, ne? Das muss man wirklich sagen. Also Preis-Leistung ist ja wirklich top.
Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich würde sagen, lasst uns zum nächsten Stop gehen. So Leute, da hinten ne, macht übrigens auch Mangal von Lukas Podolski auf. Ist ja in Köln eine Institution. Genau, der macht da hinten auf. Mal schauen, ob er geht. Ich bin gespannt. Ist ja natürlich auch eine sehr ja, interessante Ecke da hinten, wo er aufmacht. Ja, bin ich mal gespannt. Benny, was sagst du? Ich habe vieles Gutes und Schlechtes gehört, sage ich mal. Also ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine clevere Idee war, hier direkt am Kotti neben schon 5, 6 bekannten und auch guten Dönerläden noch den Lukas Podolski-Döner hinzupacken. Ja, vor allem da hinten ist halt schon so die Ecke, also man ist es ja so bekannt so als ja so Chunky-Ecke eher da hinten, ne? So Alkoholiker-Eck. Deswegen bin ich mal gespannt. Ja, ob das dann halt die Leute anzieht, man wird es sehen halt. Ne? Ja, ist echt so, ja. Ich meine, am Anfang kann ich mir vorstellen, ja. Ja, der macht wahrscheinlich auch 1-Cent-Döner, denke ich mal. Oder Ja, sowas. wahrscheinlich, ja. 100%ig. Ja, wir schauen mal. Ja, wir schauen weiter. Jetzt bin ich mal gespannt. Wollen wir gleich zum Döner oder was? Ich hätte Bock auf was Süßes. Oder ja, dann lass es doch. Hier, da habe ich einen super langen. Ich kann es nicht aussprechen. Baklava. Baklava. Ja, beim Benny, da merkt man, ne? Bei mir ist immer so alles Freestyle. Ja, genau, da gehen wir jetzt mal hin und schauen uns das Ganze mal an. Natürlich gibt es ja noch viele andere, also 1000 Läden. Vor allem hier am Kotti, einer meiner Favorite-Läden ist hier natürlich, also einer der besten Döner, bei Hazir. Da habe ich aber schon mal ein Video gedreht, auch 1000 TikToks dazu. Und bei Marouche, der ist hier hinten. Ne? Hier gibt es lecker Shawarma. Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das könnt ihr euch auch mal gerne anschauen. Und natürlich viele andere Läden, aber ich würde sagen, lasst uns mal weiterschauen. Is good? Where are you from? Also, ihr könnt Deutsch? Ja, wir können Deutsch. Ah, okay. Wollt ihr mit auf den Vlog kommen? Ja, wieso nicht? Ich finde es auch. Eins ist einer meiner Lieblings-Shawarma in Berlin, muss man sagen. Ja, Ja, kann ich nicht zustimmen. ist wirklich. Woher kommt ihr? Tunesien, ja. Tunesien. Mal sehr gerne essen. Sonnenallee, ja, da natürlich auch Shawarma. Wie viel kostet jetzt mittlerweile? 4,50, ne? 4,50, ja, schon mal für 4,50. Da ist auch schön Knoblauchsoße drin. Ich kenne, vor allem der hat immer die ganze Nacht offen. Kannst du auch hier locker 5 Uhr früh mal hingehen. Sehr, sehr cool. Lasst euch schmecken. Ich danke euch immer. Ne? Ciao, ciao, ciao. L. Kampinski, L-Kampinski, Instagram, TikTok, YouTube. Das ist jetzt für YouTube, ne? Ein Vlog, den ich hier mache. Genau, da seid ihr auch mit drin. Habt ihr noch irgendwie einen geilen Foodspot hier? Hier in Kreuzberg. Ja. Wo geht ihr gerne hin essen? Gesundbrunnen, es gibt auch einen Gesundbrunnen? Ja. Wedding. Ja. Da müssen wir auch mal Ich habe hinschauen. den Ne? Namen vergessen, ja. Okay, dann danke ich euch vielmals. Ne? Ciao, ciao. So Leute, und was ich euch empfehlen kann, ist der Laden hinten, Sönmetz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hier gehe ich auch wirklich sehr gerne privat hin. Die haben eine schöne Theke. Natürlich auch kann man hier schön entspannten Chai trinken. Ich trinke sehr gerne Chai. Auch natürlich auch, wo ich in Istanbul war. Noch nie hier, nee, genau. Okay. Also von daher, ich bin auf jeden Fall sehr positiv überrascht, weil du gehst hier die gesamte Oranienstraße entlang und denkst dir so, ah ja, ein Laden nach dem anderen und dann siehst du das. Sowas, Das ne? ist Auch schon krass. Das ist schon genau, ein ganz, richtig was her. ganz kleiner, schlichter Laden. Und ja, ich würde sagen, such dir was aus, Benny. Geht auf deinen Nacken heute, oder was? Ja, sicher alles heute. Ne? Erst gab es 2 Baklava und 2 Chai. Das ist der Besteck der Welt. Nice. Ah, okay. Ist natürlich sehr süß. Deswegen sage ich mal, eins so als Nachtisch mit einem Chai dazu, weil der Tee natürlich ein bisschen bitter ist, passt das perfekt zusammen. Ne? Es ist natürlich sehr süß. Also 3 könnte ich jetzt nicht essen, 1 passt vorkommen, sage ich mal, aber dafür hast du halt noch den Tee, der ein bisschen bitterer ist. Schwarztee, Chai, dann passt das natürlich sehr gut zusammen. Genauso ein kleiner Spot von mir, auch ein schönes Café, um sich einfach mal reinzusetzen. Vor mir ist in der kalten Jahreszeit, auch draußen im Sommer. Ist natürlich einiges geboten in der Straße. Genau, kleiner Tipp von mir. Hier, ich zeige dir noch mal deinen Günefe, ganz kurz, aber so, top. Dachte ich mir jetzt so, okay, so, es reicht jetzt, ne? Es wird wahrscheinlich sehr, sehr süß nochmal werden, aber es ist wirklich, also ist top, auch mit den Pistazien oben drauf. Ja. Es ist ein sehr schönen Geschmack, also vor allem, dass es noch ein bisschen warm ist, es ist nicht so, es ist so lauwarm, ne? Das ist, wow.
wollte nämlich auch sagen, ich finde es halt richtig gut, dass es noch lauwarm ist. Also grundsätzlich warm. Sehr geil. Super lecker. Ich finde halt, das ist überhaupt, man denkt vielleicht erst, es ist zu süß, aber überhaupt nicht. Es ist halt sehr schön, angenehm süß. Ich mag, dass es warm ist und diese leichte Nussigkeit von den Pistazien. Das ist richtig nice. Und es ist auch eine große Portion. Werden theoretisch auch 2 Leute von süß satt, mehr oder weniger. Geil. Erstmal war lecker, oder? Das ist ein kleiner Nachtisch. Richtig guter Tipp. Also war wirklich gut. Genau, also ist zwar ist nicht direkt am Kotti, aber es ist schon noch der Bezirk, so Kreuzberg 36. Ist halt einfach ist direkt in der Nebenstraße, ne? Genau, und hier geht ja auch mal sehr viel ab, auch kommt man hier am Abend her. Deswegen sind jetzt hier von Späti, da gehe ich auch mal sehr gern privat mal. Also ich trinke nicht so viel, aber so ein Berliner Piss. Ja, bist du eher Berliner oder Berliner Kindle? Oder Schultheiß? Was ist so dein Bier? Mittlerweile trinke ich eher Helles. Helles, okay, weil ich komme ja aus Das ist vielleicht auch so ein bisschen, darf man gar nicht sagen Okay. in Berlin, ja, aber Ich ich komme an Berliner Kindle und so komme ich einfach nicht ran. okay. Es hat immer so einen ganz komischen Beigeschmack. Und Genau, weil das finde ich komme ja aus Bayern und ich habe meine ganze Jugend über eigentlich nur Helles getrunken. Jetzt trinke ich fast gar keinen Alkohol mehr. Und seit ich mir hergezogen bin, wirklich nur Piss. Ja? Deswegen, wenn ich mal eins trinke, vor allem im Sommer, hierher, und ich finde, ein Späti ist geil, weil es ein Späti und eine Bar zusammen. Ja? Jetzt mal schauen, ob irgendjemand hier ist. Das ist ein bisschen ein Problem mit Copyright, genau. Es ist eine Bar und Späti in eins. Die haben super Preise und sowas da, ja. Und deswegen lohnen sich solche Foodtouren, weil ich habe es gerade auch bei Ihnen beim Video gesagt, ich bin eigentlich nur immer, wenn dann am Kotti, man kommt aus der U-Bahn raus und dann läufst du eigentlich direkt hier Kreuzberg Zentrum rein, wo wir jetzt gerade waren. Ja. Und hier, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal gelaufen bin. Also man fährt mit der U-Bahn vorbei, das war's so, ne? Du läufst ja hier normalerweise auch gar nicht lang. Also wo willst du hier auch hin, ne? Weil hier genau. ist halt nicht so der Zahn der Zeit irgendwie. Aber hier gibt es halt tatsächlich einen kleinen Dönerladen, der ist wirklich auch sehr klein. Ich war das letzte Mal vor 2 Jahren hier Okay. und fand den geschmacklich schon auch sehr besonders. So. Und deswegen mal gucken, wie es jetzt nach 2 Jahren ist. Ja. Genau, ich sehe schon mal, also auch die Preise. 6 € ist natürlich wird ein bisschen windig. Auf Wind abwarten, das ist immer die Sache. Ihr seht, es ist Winter. Genau, also 6 €. Geht vollkommen klar. Das ist ein ganz kleiner Laden, wenn ihr mal von hier jetzt schaut. Ja. Ganz klein. Ich bin gespannt, weil Döner ist wirklich so meins. Ne? Ich liebe Döner. Ja, ich auch auf jeden Fall. Und vor allem einfach 6 € für einen Schichtfleischdöner, also Japrak. Und ich glaube, wir fragen gleich nochmal nach, ich glaube, das ist Rind mit Lammfett oben. Gucken wir mal. Also so ein bisschen wie bei, wie heißt der, bei Imrem. Imrem, Ne? genau. Ah, okay. Ja, dann lasst uns mal reinschauen. Wir nennen jetzt ganz klassisch, wie in der Türkei auch, ohne Soße. Es soll nämlich hier wirklich um das Fleisch gehen. Ja? Genau, Zwiebeln, gerne alles. Schmeckt, vor 2 Jahren warst du das letzte Mal da? Ja. Wie viel hat der damals gekostet? Das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, bestimmt 5 € oder so. 5 €? Ja, aber ich finde, das geht auch vollkommen klar so. Ne? Für 6 € geht es vollkommen klar. Und ich würde sagen, genau, das ist jetzt nochmal der letzte, den wir hier testen werden. Genau, wir haben es jetzt natürlich geteilt, weil wir ja schon den Döner-Teller vorhin gegessen haben. Ja, auch sehr romantisch, Benny, muss ich sagen. Ne? So ein ganz, genau, also ein ganz kleiner, schlichter Laden. Das schaut jetzt ein bisschen komisch aus, weil wir es natürlich geteilt haben. Wir haben ja schon vorhin den Döner-Teller gehabt. Wir nehmen es einmal hier auf für mich und dann natürlich auch für den Benny. Das ist so ein kleines Mini-Brötchen, ne? Das ist so süß. Boah. Wie bei Imrem, muss ich sagen. Und es ist nicht so fettig, weil viel kennt man ja, dass halt so Klumpen oder so drin hast. Also für den ersten Biss jetzt. Das ist ein sehr guter Döner, was ich sagen muss. Ich bin nicht so ein Freund von Lammspießen, aber der Lammgeschmack kommt nicht so extrem rüber. Das Fleisch ist auch sehr zart, deswegen habe ich es auch ohne Soße und was ich bestellt. Ist wirklich ein kleiner Geheimtipp, muss ich sagen, für hier am Kotti. Sehr, sehr gut. Bisschen Chili oben drauf. Das ist wirklich ein Top-Döner, muss man sagen. Und ich muss noch mal sagen, erstmal gebt euch mal für 6 €, ne? Allein wie der Laden hier aufgebaut ist, wirklich so, kommt es mir ein bisschen so vor, wirklich noch so wie 2000 Berliner Jahre, 90er Jahre. Ganz schlichter Dönerladen für 6 €. Und genau, nur ein bisschen Chili oben drauf. Ist wirklich ein Top-Geheimtipp hier. So Leute, das war's jetzt. Ich muss sagen, dieser Dönerladen hier, das ist wirklich absoluter Geheimtipp. Wäre ich niemals drauf gekommen. Krass, ne? Ich war ja wie gesagt auch das letzte Mal vor 2 Jahren oder so hier, oder sogar noch länger vielleicht. Und der ist immer noch so, wie ich ihn in Erinnerung habe. Für 6 €
Ganz schlicht gehalten. Nicht mit großartig Soße. Und was ich sehr schön fand, ich mag es nicht, wenn vor allem dann irgendwelche Klumpen drin sind halt oder so. Ne? Das ist ein bisschen so, du beißt dann wie so ein Kaugummi drauf. Ich wollte gerade sagen, wenn es so zäh wird. Zäh, genau. Und das ist halt gar nicht der Fall. Das war schön, wirklich schön zu essen. Eigentlich, weil wir haben ja vorhin schon was gegessen, dachte ich mir, okay, ich hätte mir jetzt auch noch mal einen ganzen gönnen können. Ne? Hätten wir nicht, so, aber man muss ja auch nicht übertreiben. Muss nicht übertreiben. Das ist, ab morgen dann auch Diät. Das ist die Sache. Ja, vielleicht können wir das in Zukunft öfters machen. Lasst ein Like da und checkt vor allem sein Video ab, das vorher oder nachher kommt. Macht richtig geilen Content auf Instagram. Danke dir. Gleichfalls. So, ja, wir sehen uns. Genau. Bis zum nächsten Mal und schreibt in die Kommentare und Like und Abo nicht vergessen. Nicht vergessen.